Ich weiß genau, dass einige von euch da draußen meinen Kanal schon sehr, sehr lange verfolgen und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und ich hätte da eine Frage, wie viel von euch sind denn da jetzt eigentlich noch? Hallo, bitte in den Kommentarbereich drunten eine winken, weil ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich ja also vor Jahren schon mal verschiedenste Talk-Formate gehabt hat. Eigentlich war das wichtigste Talk-Format damals war ja auch der Dienstag, der habe ich da 34 Folgen lang habe ich da anfangs wöchentlich, später dann ein bisschen unregelmäßiger immer wieder zu einem Thema mich geäußert, jeden Dienstag, deswegen Dienstag. Und das war ich glaube, das war Jänner 2021 bis März 2023, also 2 Jahre lang habe ich das durchgezogen. Irgendwann habe ich dann die Lust verloren, aber das Ganze ist dann nahtlos übergegangen in den Humal-Donnerstag. Das war mein damals wöchentlicher Livestream, immer von 19 bis 20 Uhr vor meinem Gaming-Stream. Und da habe ich auch quasi einen Talkteil eingebaut. Da habe ich 36 Folgen zusammengekriegt, also das ist da gegangen vom März 2023 bis Dezember 2023 und 2024 habe ich ja einen großen Bruch in YouTube gemacht. Das heißt, da habe ich dann eigentlich viel pausiert, habe viel nachgedacht und Ende 2024 habe ich sowieso mal einen Burnout gehabt, wo ich das Ganze schon gleich komplett hingeschmissen habe und ja, jetzt inzwischen Mai, Juni 2025 haben wir inzwischen. Ich bin umgezogen in meine neue Wohnung. Ich habe es hoffentlich mein neuestes Video gesehen, also mein letztes Video, das ist also das neueste, mit der vierdimensionalen Wohnungstour, wo ich euch ein bisschen herumführe in meiner neuen Wohnung. Und euch ein bisschen dieses Studio da hinter den Kulissen zeige. Also unbedingt anschauen, wenn es euch interessiert natürlich. Genau, jetzt bin ich wieder da und inzwischen hat sich ja mein Kanal ziemlich verändert. Damals, also 2021 bis 2023, war ja da viel mehr Krimskrams drauf. Da habe ich meinen Podcast, das Medienformat, habe ich da rausgebracht auf diesen Kanal. Also damals nur Humaldo macht Videos, jetzt inzwischen nur mehr Humaldo. Ich habe Gaming auf diesem Kanal rausgebracht. Ich habe viel mehr Krimskrams gemacht. Das heißt, wenn man jetzt runter scrollt durch die Video-History, da kommt dann wirklich das Grausen, was ich da für ein Chaos angerichtet habe, themenmäßig. Das hat sich jetzt ein bisschen geglättet, sage ich jetzt einmal. Gaming ist komplett auf Humaldo zockt ausgelagert. Der Podcast, also das Medienformat, hat einen eigenen Kanal. Und dieser Kanal ist jetzt so ein bisschen überblieben und ich habe mir oft die Frage gestellt, was mache ich da jetzt eigentlich? Mein Plan ist ja schon seit ewigen Zeiten, dass ich hochwertigen Content mache, also richtig geskriptete Videos mit ganz viel Aufwand dahinter. Aber irgendwie habe ich nie die Zeit dafür. Ab und zu beginne ich mit einem Skript, aber das geht da nie recht lang. Also irgendwie wird das mit diesem Content nichts, aber ich ihn sehr gern machen würde. Und ja, der gute Kollege von Neumeisterlich hat, jetzt muss ich nachschauen, ob der wirklich so heißt, Moment. Ja genau, Neumeisterlich, da unbedingt hinschauen. Dieser gute Herr ist auch schon seit ewigen Zeiten auf YouTube unterwegs und hat auch immer wieder neue Sachen probiert und ich kann so gut mitfühlen mit ihm, weil ich das auch alles durchgemacht habe. Und der hat jetzt in seiner neuen Kanalausrichtung, macht er eigentlich nur mehr das, was er will und hat da jetzt eigentlich ein kleines Video rausgebracht, das relativ viral gegangen ist für diese Größe. Über 2000 Views hat es, 10 Jahre YouTube und kein Erfolg, warum ich trotzdem nicht aufhöre. Und diese neue Ausrichtung von ihm, die gefällt mir eigentlich auch sehr gut und hat mich dazu inspiriert, jetzt auch wieder mehr persönlichen Content zu machen. Weil dieser Kanal liegt ja sowieso mehr oder weniger brach, also Humaldo, weil da kommt kaum was raus. Das heißt, und er hat auch sonst keinen richtigen Sinn und Zweck. Das heißt, also wenn ich da jetzt einfach immer wieder kleine Meinungsvideos, kleine Diskussionen rausbringe, also Monologe, wo ich mit mir selber diskutiere und hoffe, ihr schaut zu und kommentiert es mir dann unten, dann stört das ja auch keinen. Ich war ja bis vor kurzem habe ich mir auch noch gedacht, nein, ich will das Internet jetzt nicht mit irgendwie zu viel Sachen vollstopfen. Es ist ja eh schon so viel Müll im Internet und ich will nicht jetzt meinen Beitrag leisten, dass das nur mehr zugestopft wird, weil wen interessiert schon der kleine Humaldo aus Niederösterreich, was der zu sagen hat, das interessiert ja keinen. Es gibt ja viel hochwertigeren Content und den schauen wir sich ja viel lieber an als den Humaldo. Inzwischen bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Stichwort AI-Slop, das heißt, ich habe das Gefühl, dass das Internet immer mehr zugestopft wird mit komplett nichtssagenden, dummen AI-Content und dazu habe ich sicher einiges zu sagen in Zukunft. Da ist dieses jetzt nur das Kick-Off-Video mehr oder weniger. Auf jeden Fall,
denke mir, vielleicht ist ja jetzt gerade die Zeit gekommen, wo dieser persönliche Content, also ich, der da ungefälscht mit euch, ungefiltert mit euch da redet im österreichischen Dialekt, der hoffentlich nicht zu sehr Kauderwelsch darstellt für mein internationales deutschsprachiges Publikum. Vielleicht ist ja dieser Content, den ich da jetzt so mache, vielleicht ist ja der jetzt wieder ein bisschen berechtigter, vielleicht ist ja das wieder en vogue, jetzt seinen kleinen Meinungs-Vlog-Kanal zu haben, obwohl Vlog ist ja als Wort inzwischen ja komplett ausgestorben, also werden wir das da jetzt auch nie wieder erwähnen in Zukunft, also Vlogs gibt es nicht mehr, sondern einfach nur, kleine Real-Talk-Videos, kleine Talk-Videos von mir, die ich da jetzt regelmäßig rausbringe, ohne jegliche Struktur. Das heißt, was mir damals ja den Spaß verdorben hat am ganzen YouTube, war dieses, ich habe hier ein Format und ich muss dieses Format regelmäßig rausbringen. Das heißt, jeder Dienstag, bla 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 und so. Und das interessiert mich nicht. Mein Mitteilungsdrang, der kickt komplett unkontrollierbar, kickt der rein. Das heißt, wenn ich einfach jetzt gerade Lust habe, über ein Thema zum Reden, dann kann das irgendwann passieren, ohne dass ich eine Stunde vorher überhaupt eine Ahnung habe davon, dass ich jetzt ein Video gleich mache. Und das lässt sich natürlich schwer planen. Das heißt, früher habe ich es halt so gemacht, jede Woche ein Video und dann habe ich halt gerade überhaupt nichts zum Erzählen gehabt. Dann habe ich mich gezwungen dazu, ein Video rauszubringen. Da ist dann der Klassiker überhaupt rausgekommen, nämlich Frohe Ostern. Das ist wahrscheinlich mein uninspiriertestes Video überhaupt damals. Das habe ich eben nur rausgebracht, weil ich mir gedacht habe, shit, Alter, ich muss wieder mal ein Video rausbringen. Okay, mache einfach Osterwünsche. Na, das heißt, was jetzt passieren kann, ist auf diesem Kanal ist, dass es könnte sein, wenn mich gerade wirklich ein Thema arg interessiert, dass jetzt 3 Tage hintereinander 2 Videos rauskommen, direkt gleich Schlag auf Schlag und dann kann es sein, dass wieder 4 Wochen nichts rauskommt. Also das erwartet euch da jetzt. Meine Frage an euch ist jetzt eigentlich, wollt ihr das eigentlich? Sind nur Leute da von damals, die den Dienstag und den Humal-Donnerstag damals schon miterlebt haben und mir damals schon mitgeteilt haben, dass sie sehr gerne meinem Content zuschauen und mir zulauschen, aber da jetzt nicht viel passiert in so einem Video, außer dass ich da einfach, wie wenn wir gemeinsam auf der Couch sitzen täten oder irgendwo auf einer Parkbank oder bei einem Bier, bei einem Festival und mir einfach da 20 Minuten miteinander quatschen, so ungefähr sehe ich das auch. Das heißt, Leute, die mir da jetzt zuschauen, für mich ist das nicht recht viel anders, als die mit euch direkt da jetzt irgendwo unterwegs reden. Ja. Genau. Schreibt mir einfach alles, was euch an Feedback jetzt einfällt, runter in die Kommentare. Wollt ihr doch mehr Struktur haben? Soll ich es wöchentlich machen oder sogar täglich? Soll ich gewisse Themen nicht ansprechen? Soll ich doch mehr skripten? Soll ich mehr Aufwand reinstecken? Weil ich habe jetzt vor, dass ich diese Real Talk-Videos nicht mit argen Effekten spicke. Das heißt mit Zooms und Einblendungen und zweiter Kameraperspektive. Das werde ich für diese Art von Videos mir einfach sparen. Das ist mir dann den Aufwand eigentlich nicht wert. Vielleicht eventuell am Anfang einen kleinen Kamerazoom und einen kleinen Gag, wenn ich reinzoome oder sowas. Vielleicht sowas ab und zu mal, aber insgesamt habe ich jetzt diese Art von Videos eher als einfach gehalten und simpel geplant. Das war's ja schon wieder. War das jetzt ein Kanal-Update? War das ein Kanal-Update-Video? Ist mir eigentlich egal, wie es heißt. Ich wollte euch da jetzt schon mal vorwarnen. Es wird in Zukunft wieder mehr Content von mir an dieser Art geben, obwohl ich habe trotzdem meine Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass ich irgendwann doch einmal aufwendigere, geskriptete, recherchierte Videos produziere. Wenn das auf diesem Kanal passiert, dann werde ich es vielleicht grafisch schon in einer Art und Weise lösen, dass man es schon direkt am Kanal selbst sieht, dass das jetzt ein anderes Video ist. Aber ja, die Videos, die schon ausschauen, wie dieses Video jetzt, ihr wisst es ja schon, ich habe es ja schon drauf geklickt, das sind dann die üblichen, ja, ich erzähle euch irgendwas oder ich reg mich über was auf oder ich habe sonst irgendwas mitzuteilen. Ja, dann war es das schon wieder für dieses Mal. Also wahrscheinlich ist das Ganze extrem inkonsequent, wenn ihr jetzt in mein Video von letzten Herbst reinschaut, wo ich dieses ganze YouTube aufgegeben habe, wo ich gesagt habe, ich höre auf, es zahlt sich nicht mehr aus, bla bla bla. Gibt es wahrscheinlich ganz viele Plotholes jetzt und Anschlussfehler, wo ich mir selbst widerspreche. Ja, aber so ist es halt nochmal. Ich kann jetzt nur reden, wie es mir jetzt geht. Ich habe diese ganze Phase überwunden. Für mich ist jetzt ein neuer Lebensabschnitt gestartet, da in der neuen Wohnung, im neuen Studio und habe jetzt wieder Lust, mit meiner jetzigen Lebenssituation so umzugehen, indem ich
wieder regelmäßiger Videos rausbringen auf diesem Kanal, wo ich einfach zu euch rede. Und wenn euch das gefällt, dann ihr kennt das Spiel, den Kanal abonnieren, die Glocke vielleicht auch betätigen, damit ihr auch mitkriegt, wenn ich wieder ein neues Video rausbringe. Und natürlich auch auf meine anderen Kanäle schauen. Ich habe ja immer noch voll viele Kanäle, das heißt, wenn euch das volle Humaldo-Programm interessiert, dann solltet ihr am besten alle meine Videos, alle meine Kanäle abonnieren, weil dann gibt es thematisch sehr viel Verschiedenes, zum Beispiel, da solltet ihr eingeblendet sein, Humaldo zockt, das ist mein Gaming-Kanal, da bringe ich alles raus, was mit Games zu tun hat. Dann Humaldo rockt, ist ein bisschen eingeschlafen jetzt, weil, ja, aber da kommt schon auch wieder mal irgendwann einmal was, also Rock und Metal und so. Und natürlich das Medienformat, einmal im Monat mein groß aufwendig produzierter Podcast gemeinsam mit Florian Scherz. Und ich hoffe, es ist jetzt ausgegangen in der Endcard, dass das alles da richtig eingeblendet worden ist, aber wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal. Danke fürs Zuschauen, bis bald und pfiat euch.